Naja, wir probieren es einfach mal so. So, die Pflanze. Zack. Und da brauchen wir noch irgendwie einen Ball oder sowas. Vielleicht haben wir ja in der Küche was übersehen. Irgendetwas Ballartiges. Zum Beispiel jede Menge Ballaststoffe. Oder Baldrian im Gewürzregal. Leider nicht. Ja, da guck, ja, das ist ja hier wieder, ne? Habe ich mich nicht gerade noch darüber nicht beschwert, aber habe ich nicht gerade noch gesagt, dass die Rätsel alle sehr einfach sind? Aber wir finden keinen Ball. Das ballastet mich. Naja. Keine Sorge, wir finden den schon bald. Wisst ihr, was ich hier schön machen würde? So ein hübscher kleiner Balkon. Hallo? Ballförmiges Item? Irgendwo? Irgendwas? Nein? Hallo? Kein ballförmiges Item. Wonach sieht denn das aus? Nach so ziemlich gar nichts. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es könnte alles sein. Alles kugelförmige. Zum Beispiel der Kopf unseres kleinen russischen Bären. Aber das lasse ich lieber. Und dieser Gang, der muss doch auch irgendeine Bewandtnis haben. Das kann mir doch keiner erzählen. Dass der hier nur einfach so ist, um den Spieler zu verwirren. Level 3 Checkpoint, okay. Ah, da ging es nach Level 3, da kommen wir aber nicht mehr rein. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie anders rein. Aber bevor wir das versuchen können, würde ich gerne mal in Teds Room. In Teds Raum rein. Gehen wir mal hier zurück. Vielleicht haben wir in der Lobby noch irgendwas übersehen. Nö. Gehen wir nochmal ganz zurück. Ob wir da noch irgendwie einen Ball gefunden haben. Oder hätten finden können. Ach so, nee. Richtig. Geht die noch auf? Nein. Schade. Oh Mann, ey. Wie ich sowas hasse. Aus wahrscheinlich eigener Blödheit finde ich jetzt wieder nicht das Richtige hier. Stehe mir hier, lauf mir die Beine in den Bauch. Du bist nicht kugelförmig. Hier ist überhaupt nichts Kugelförmiges. Mann, ey. Wir müssen irgendwas Kugelförmiges finden und dann zerschneiden. Vielleicht müssen wir dafür wirklich in die Kitchen. Can be open from kitchen. Kann Vladi hier nicht einfach rübersteigen? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das müsste doch gehen. Wieso geht das nicht? Ist hier nicht irgendwo ein Luftschacht? Für unseren bärigen Freund? Nein. Aber, hier ist doch auch überhaupt keine andere Tür. Was soll denn das? Ah! Ich hasse das. Ich hasse diesen. Er soll aufhören. Er soll aufhören, mich zu ärgern. Wie kommen wir in die Küche? Muss doch irgendeinen Weg geben. Da steht nur dran, was alles. Was all jetzt?
Can be opened from kitchen. But we can't get into kitchen. Komme ich da ran? Nein. Was auch immer das ist. Nö. Erstmal nicht, ne? Erstmal ist hier nix mit Küchenfreuden. Was soll das? Ich will hier rein jetzt. Mann. Was auch immer da ist, ich will's haben. Ah, guck mal. Was haben wir hier noch? Achso, nur noch. Bought in bulk and commissioned in a variety of materials, Bob seemed to have ordered more statues than can possibly be fit inside the facility. Due to this, a statue storage fee is also included. He did indeed get a discount, but the cost is so outlandish in the first place that the missing zero is barely noticeable. Okay, aber dass wir was übersehen haben, heißt, dass wir auch noch andere Sachen übersehen haben könnten. Weil wir blind sind. Ach, guck mal, ein Batari. Und was für ein Spiel? Prince of Universe. Kenne ich, habe ich auch gespielt. War super. Fast noch besser als Race Invaders. Sorry. Bob's Journal. Written entirely in red pen, it isn't so much a journal as it is a mindscape with occasional pictures. Massive, ambitious plans are written down and abandoned midway through inception, and sometimes mid-sentence. Bisschen Katzenklo. Ein Schrank. Noch mehr Plastikpflanzen. Aber keine Kugel. Ich bin ein bisschen überfragt gerade tatsächlich. Aus der Dusche können wir auch nichts rausnehmen. Durch Vladi können wir einfach durchgehen. Kann ich nicht diesen Lampenschlongo hier nehmen? Da, das ist doch rund. Wieso geht denn das nicht? Warum, was soll denn das? Mann, ey. Ich meine, also, jetzt mal ohne Witz, why? Vor allem ein Item can be placed hier. Also da können wir ein Item reinplacen, aber da hinten auch. Aber was brauchen wir denn? Was ist das? Du bist rund. Du bist rund. Verdammt, okay. Das geht nicht. Brauchen wir 2 Kugeln auch noch, oder was? Oh, nö. Nö, oder? Och, nö. Och, Mann, ey. Guck mal. Okay, das nehme ich auf meine Kappe. Ich bin dumm. Ich habe es nicht gesehen. Er sieht es nicht. Er sieht es einfach nicht. Dafür habe ich einen Masterplan gefunden. Appears to me the only thing Fernando, the founder's assistant, put any effort into, aside from shredding important documents and wearing fancy fedoras and gloves. It's a very poor plan involving jumper cables, a strange lightning rod, and somehow turning into an all-powerful god. Notes read that the stupid corn told me their secret and Bob and Ted will be my assistants now. Alles klar, dann wissen wir ja. Da haben wir Fernando ja bereits kennengelernt. Hat ja gut geklappt. Oder er ist wirklich Almighty God und würde uns irgendwann noch ordentlich auf den Sack geben. Aber hier, ein Medizinball, na endlich. Und hier, oha, hier, oha.
Hiya, Fernando. Could you be a pal and place the tour brochures, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, broaches, across the facility? There's only a few hundred, so you'll be able to do that in no time flat. Achso, Fernando, you cretin, ignore that idiot Bob's request. What you really need to do is sort the samples in the genetics lab from least reactive to most. So go do it! Hey, Fernando, got a more important job for you than that. Need the statue directly above you moved about an inch or so. Scaffolding's already set up, so you're finished in about an hour or so. Fernando, you lazy oaf, don't touch that statue. We don't need yet another insurance claim. Instead, go to the second floor of the barn and observe the corn's behavior in their habitat for several days. And don't move a muscle, that'll throw the data off. Hi, Fernando. Don't worry about that observation stuff. The corn will take their own notes. Really need you to hang about a few dozen new painting that just came in. Be a pal and set that up, would you please? Thanks. Fernando, you twit, don't lift a finger for those paintings. Instead, use this pen draft a letter for me. Dear Bob, you are a nitwit and an idiot. Cordially Ted. Cordially Ted. A book titled The 1 Second Assistant. The 1 Second Assistant, Dr. Chauncey Smith John. The best book ever made about doing the least work possible. Decrease productivity and workload for your benefit. A peculiar book on how to be an assistant in the workplace whose end appears to be to do as little work as possible. Chapters include how to shred everything, an intro into hiding in the office and shifting blame to the intern. Schön, das brauche ich auch. The Daily Planner. Vom Jahre 1988. The final page consists of 6 appointments. 9 a.m., do nothing. 11 a.m., pick up new fedora and glove. Noon, torture stupid corn for amusement. 3 p.m., hide to avoid work. 5:45, torture corn. 6 p.m., initiate master plan. Ja gut, dann kann ich es natürlich verstehen, dass der Mais ihn loswerden wollte. Was können wir hiermit machen? A coffee trolley, out of coffee. Oh. Wir haben auch keinen Coffee dabei, ne? Schade. Naja, erstmal endlich weiter in Teds Room. Sonst wäre ich noch verrückt hier. Meine Güte, ey. Dass ich diese behinderte Treppe nicht gesehen habe. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommen wir denn hier unten mal hin? Dass man das jetzt schon sieht. Achso, müssen wir noch kaputt machen. Cut and a half, quasi. Zack. Und jetzt? Achso, stimmt, wir müssen ja noch ein Gesicht drauf malen. Wilson! Wilson! Mann, wir können echt nicht malen. So. Zack. Und zack. Na, klappt das auch wieder so gut? Und wie? Ist aber schön. That does not sound good. Aha! I finally found you! You've fallen into my clutches, just like all the others. I must say, I'm quite disappointed. I thought you were more clever, more interesting. But no matter. Now, your suffering will be so incomprehensible that your small mind will break! Stupid plant, why is your face like that? But what is that? Your stupid face is very bad. Dumb plant. Is that on purpose? Shut up, you mean furry stupid! How dare you! I am the pinnacle of my race! You will pay for this insult. Let me just... Ow! What's up, boy? Chief! Biting is cheating. I win by default. Ha 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 ha! Your plans have been foiled by my plans, which are better than yours, you dummy! Ha 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 ha! And I am most certainly not retreating. Ha 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 ha! You know, this place is filled with idiots. So, that happened. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also ist es doch kein Feind, von dem wir weglaufen müssen, sondern... ja. Ich lasse das mal so stehen.
Okay, aber wir lassen uns überhaupt nicht von unserem Tagesgeschäft abbringen und nehmen direkt mal diesen Einhorn-Kerzenständer mit und Ranka. Der Einhorn-Kerzenständer. This is a candle holder carving of Dave, the legendary unicorn brought to life by a hungover demigod. This magical creature possessed near infinite foresight and a complete lack of spatial awareness. It fell to its death immediately after it was created. Nein, das ist nicht lustig, das ist traurig. A cheap knockoff of a well-known decaf coffee brand, Ranka is unique in that it doesn't taste like coffee whatsoever. Instead, the makers went for the taste and texture of an old boot. It's the only thing that the facility's coffee trolley delivers. Oh, na super. Was stand da? 99% Caffeine-free coffee. Cool. Was haben wir noch? Old newspaper. Newspaper. Local teens win big science award. Oh, guck mal, das sind die jungen Ted und Bob. It's an old newspaper clipping that shows a very young Bob and Ted winning a science award for an artificial intelligence prototype. Judging by their demeanor, their partnership hasn't changed much since then. The article notably praises the display's slick presentation, spearheaded by Bob, and completely ignores the sciencey parts which Ted did on his own. Ach, ist es nicht immer so. Die Leute, die am lautesten sind, kriegen die meiste Aufmerksamkeit und die wichtigen Dinge machen, bleiben außen vor. Ted's Journal. Written entirely in blue pen, in perfectly sized paragraphs, is the most depressing diary known to man. Highlights include many thoughts on optimal sock organization, regrets on his partnership with Bob, and sadness that his own project, an experimental AI program, couldn't get funded. Aww. A concerned lab report. Das sah erst aus wie das Biohazard-Zeichen da oben, aber es ist nur Kaffee. Dekoffeinierter Kaffee. Stiefelgeschmack. A lab report outlining further tests on the facility's breakthrough test subjects, the famed female Ruby Queen corn. Much more concerning than the last one, as it uses phrases like can't be controlled, the corn follow her, and much too British. Recommends sequestering subjects as soon as possible until further notice. Way too British. Finde ich, ist ein sehr schönes Attribut, das auf dieses gesamte Spiel zutrifft. Außer auf unseren Kollegen hier. Okay. Jetzt können wir hier erstmal was auch immer mit dem Coffee Trolley machen. Ich will immer noch springen, ne? Zack. Hui. Ach, cool. Das war hilfreich. Wo der jetzt wohl hin ist? Wir werden es sehen. Warum ist denn dieses komische, große, weiße Fladderkorn da? Warum ist das denn jetzt eigentlich gegen uns? Ich meine, folgt das Korn nicht der Ruby Queen? A script for a Broadway musical. The world is a bunch of stupids. One corn's journey to destroy all the flesh beach. Okay, kann ich nicht ganz lesen. An autobiographical play about the story of an albino corn stalk's request to destroy something called flashbacks. Ach, Flashbacks. The story has several continuity problems, and the choreography makes absolutely no sense unless the dancers gain the ability to transform into a quantum state and teleport from one motion to another. Ah! The Kitchen und The Stepladder. Die brauchen wir auf jeden Fall. You vaguely remember a ladder you spotted earlier in Westhook 2 that you could access with the help of this stepladder. You note that your observation happened either a few moments ago or several centuries ago, because you have little to no concept of linear time. Yeah. Aufgrund der erst vor kurzem geschehenen Zeitumstellung kann ich das sehr gut nachvollziehen. Hier haben wir noch ein Bag filled with garbage.
Den ich natürlich auch mitnehme, klar. Maybe it was the smell. Maybe it was the way the light caught the plastic. But something about this particular garbage-filled bag caught your eye and never let go. You will carry it with you. Always.